Es gibt 2 Fehler, die der Mensch machen kann auf dem Weg zur Wahrheit. Den Weg nicht antreten und den Weg nicht zu Ende gehen. Mein Name ist Shi Hengyi. Ich bin der leitende Meister des Shaolin Temple Europe. Innerhalb des Klosters nennt man mich auch Shifu. Es ist aus meiner Sicht bedenklich, sich grundsätzlich in irgendwelchen Extremen zu bewegen, auf zu lange Zeit. Ja, letztendlich alles, Kung Fu, die ganzen Übungen haben ein Ziel: Balance zu schaffen. Wenn man mich persönlich fragt, warum ich diesen Weg gegangen bin, würde ich sagen, weil dieser Weg für mich ein sehr logischer und sinnvoller Weg ist. Lebensweg. Es ist überhaupt erstmal die Entscheidung für einen Menschen heutzutage, sich für ein Klosterleben zu entscheiden und unter monastischen Bedingungen hier zu leben, wo wir auf der anderen Seite die vollkommene vermeintliche Freiheit haben, zu tun und zu lassen, aufzustehen und zu schlafen, essen und zu trinken, was auch immer das Herz begehrt. Das ist die andere Seite, die einem zur Verfügung steht. Und hier ist es 6 Uhr aufstehen, arbeiten, an sich arbeiten, möglichst wenig eigenen Besitz anhäufen, alles gehört der Gemeinschaft, mehr anderen, ja, viele Dienste für andere zu tun und am Anfang nicht zu verstehen, was tue ich dabei gerade für mich. Ja, und da stellt sich auch die Frage, das ist schon mal der allererste mentale Kampf, den man da trifft, wenn man sich entscheidet, hier ins Kloster zu kommen.
Aber der Schritt hinter dich gemacht. Ja, also nicht so schön drüber. Der Shaolin Temple Europe liegt hier in Otterberg, nahe bei Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz. Und sehr viele Meister und auch Mönche, die hier im Kloster ansässig sind, sind entweder hier in Europa aufgewachsen oder haben einen sehr engen Bezug zu der europäischen Mentalität. Und das war der Grund, warum dieses Kloster sich Shaolin Temple Europe nennt. In Anlehnung daran, dass unsere Philosophie, unsere Tradition aus dem Muttertempel in Songshan Shaolin Tempel entspringt, aber angepasst an die Bedürfnisse hier in Europa. Und letztendlich der Grund, warum es ein Kloster in der Gesellschaft überhaupt gibt, ist, weil es eine Alternative ist, um ganz normale menschliche Probleme anzugehen. Und das war der Grund, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen versuchen, das, was in Asien gelehrt wird, nach Europa zu bringen, aber so, dass es den europäischen Menschen insbesondere hilft, dort, wo eben unser Kloster angesiedelt ist. In China gibt es nach wie vor Klöster mit Hunderten, Tausenden von Menschen. Nur hier in Deutschland ist es momentan, zumindest als buddhistisches Kloster, nicht möglich. Innerhalb unseres Klosters gibt es zwei Bereiche, um es simpel auszudrücken. Ein geistlicher Bereich und ein kampfkünstlerischer Bereich. So. Und für das Vermitteln von rein theoretischem Wissen, vom Buddhismus als Lehre, dazu gibt es einen geistlichen Leiter. Ja, und der geistliche Leiter dieses Klosters, der geistliche Leiter jeden Klosters, den nennt man Abt. Ja, und dieser Abt ist bei uns Shi Hangsong. Ich denke, wenn man eine Weile von unserem Abt gelernt hat oder ein bisschen Zeit mit ihm verbracht hat, wird man selbst einfach zur Erkenntnis kommen. Ist in chinesischen Philosophien, also Buddhismus ist ja eigentlich eine indische, aber es gibt sehr viele Dinge, die kann man im Leben intellektuell verstehen und lernen. Egal von welchem Menschen. Dazu muss es kein Professor sein, dazu muss es kein Meister sein. Aber auswirken tut sich alles immer erst nur in dem Moment, wo man es selbst in die Praxis umsetzt. Ja? Und letztendlich wird man ganz einfach lernen, der Meister zeigt den Weg, aber der Schüler geht ihn. Buddha heißt der Erwachte oder auch der Erleuchtete. Insofern ist jeder Erleuchtete ein Buddha. Aber zur einfacheren Unterscheidung ist Buddha der Begründer der Lehre und ein Erleuchteter ist entweder ein Arhat, das ist dann jemand, der, wenn er gestorben ist, nicht mehr wiedergeboren werden will, oder ein Bodhisattva, das ist dann einer, der freiwillig wiedergeboren wird. Der Dickbauch-Buddha, den man kennt, ist auch kein Buddha oder noch gar keiner, sondern das ist ein Milfo. Milfo ist das chinesische Wort für Maitreya Buddha. Und der Maitreya Buddha, den gibt es noch überhaupt nicht. Nach der buddhistischen Lehre, also wir reden heute, wenn wir vom Buddha reden, also quasi von diesem Buddha reden wir von Prinz Siddhartha Gautama aus dem Hause der Shakya. Genannt Shakyamuni, also der Weise aus dem Hause der Shakya. Das ist der historische Buddha.
Tao. Mögen alle Wesen von Leid und den Ursachen für Leid getrennt sein. Mögen alle Wesen in Gleichmut verweilen, frei von Anhaftung und Hass. Mögen alle Wesen glücklich sein. Also im Moment haben wir sowohl Kloster auf Zeitgäste als auch Workaway-Gäste hier. Das sind Personen, die für Kost und Logis bei uns im Kloster unterkommen, gleichzeitig die Möglichkeit besitzen, am Tagesablauf bei uns hier teilzunehmen und im Gegenzug dazu ein bisschen das Kloster zu unterstützen in Form von allem Möglichen, was an Arbeit eben ansteht. I need a good stand. The one working too fast for a monk. Monks normally work a lot slower. Dennis, Und los. Jumped up and pulled down his pants. It's 3 feet by 4 feet. Nicht die Quantität an Dingen, die der Mensch hier im Kloster tut, ist das Wichtige, sondern die Qualität, die er da reinbringt in das, was er tut. Und viel, viel wichtiger, als viele Arbeiten anzufangen und nicht zu Ende zu bringen, ist es, eine Aufgabe anzufangen und die aber zumindest richtig zu machen. So that's the good one. Yeah. Yeah. Und hat jemand begriffen, dass alles letztendlich das eigene Arbeiten an sich selbst ist, dann ist es vollkommen egal, ob er das als Freizeit bezeichnet oder als Arbeit. Weil jemand, der gerne an sich arbeitet, deswegen in diesem Kloster ist, der wird die Chance nutzen, egal was er gerade macht. Ob Gartenarbeit, ob Kochen, ob Putzen, egal was. Er wird es verstehen als die Arbeit an sich selbst. Keiner muss in irgendeiner Art und Weise Geld hier reinbringen, damit sich diejenigen, die sich innerhalb des Klosters befinden, voll und ganz darauf konzentrieren können, diese ganzen Lehren, buddhistische, taoistische, konfuzianistische, diese Dinge in die Praxis umzusetzen. Erstmal ohne daran denken zu müssen, was esse ich heute und wo schlafe ich. Ja, weil die zwei Dinge sind vom Kloster bereitgestellt. Für was soll man sich selbst besser kennenlernen? Für was soll man seinen eigenen Körper besser kennenlernen? Ganz einfach. Damit man weiß, für was du deinen Körper oder deinen Geist oder deine Fähigkeiten einsetzen kannst oder nicht einsetzen sollst.
das Beste und Harmonischste, was letztendlich rauskommen kann, ist, wenn du dich in einem Umfeld befindest, wo alle deine positiven Fähigkeiten gefördert werden und alle deine negativen Fähigkeiten nicht in Anspruch genommen werden. Und genauso verhält es sich auch in dem Kloster. Jeder versucht, dort eingesetzt zu werden, wo er sich am besten entfalten kann. Ja, alles im Leben hat zwei Seiten. Ja, was sind die zwei Seiten des Menschen? Körper, Geist. Wir wissen, wir können definitiv den Körper trainieren, den Körper in einer Art und Weise verändern und formen. Ja, genauso können wir den Geist in einer Art und Weise verändern und formen. Um es wirklich ganz salopp auszudrücken. Buddhismus, Taoismus, Konfuzianismus. 3 Philosophien, 3 Lehren, um Auswirkungen auf den Geist zu nehmen. Und Kung Fu, Tai Chi, Qigong, praktische Bewegungskünste, um Auswirkungen auf den Körper zu nehmen. Letztendlich hat der Bereich auch Auswirkungen auf den und der Bereich auch Auswirkungen auf den. Deswegen gehören sie zusammen, weil die beiden hier den Menschen ausmachen. Ja? Aber es gibt eben verschiedene Zugänge. Und die Kampfkünste, die Bewegungskünste, die im Shaolin-Kloster vermittelt werden, die nennt man eben Kung Fu, Tai Chi, Qigong. Form auf dem Papier verstanden zu haben, heißt nicht, eine Form fühlen zu können. Und im Shaolin Kung Fu geht es darum, die Form zu fühlen. Weil, wenn du die Form anfängst zu fühlen, du anfängst, die Prinzipien zu verstehen, wonach dein Körper funktioniert, wonach die Natur eben funktioniert. Weil es eben, ja, alles im Leben hat zwei Seiten. Der Mensch hat zwei Seiten, deine Technik hat zwei Seiten, deine Form hat zwei Seiten. Die zwei Seiten der Form, interne Arbeit, externe Arbeit. Externe Körperstruktur, interne Struktur. That's the first one, that's the marble. Then normally, now at the moment, we practice 1, 2. Later there is no more 1, 2. Later you make so, yeah? Was ist der Sinn des Kampfes? Die Kampfkunst ist einfach nur ein Instrument. Und zwar ein Instrument, um sehr viele Dinge über sich selbst und über das Leben zu erfahren. Wenn ich das Wort Kampf höre, ist der erste Bezug, den ich zu diesem Wort habe, immer der Kampf mit sich selbst. Ja. Jemand, der mit Kampf aber als erste Verbindung den Kampf mit einer weiteren Person sieht, ja, der versteht den Wort Kampf eventuell anders als ich. Ja. Der Grund, wie eben aber diese Kampfkunst hier im Kloster praktiziert wird, ist, weil der größte Kampf, der schwierigste Kampf, aber auch der Kampf, der, wenn er gewonnen wird, das Herausragendste voranbringt, ist der Kampf gegen sich selbst.
Hello. Hello. How's it going? Okay. Where's all the helpers? I don't know. Slowly evaporated. Today? And Do I need any for chopping? I don't have anything to do until he comes with some geese. What's my selection? Your selection? Oh, my Lasagne. Lasagna. Was die Essenszubereitung angeht, gibt es Richtlinien, die wir für uns in unserem Kloster hier festgelegt haben. Wenn Fleisch vermeidbar ist, vermeiden wir. Wenn wir es aber serviert bekommen, lehnen wir es nicht ab. Alright, what time will be lunch? 1 o'clock. 1 o'clock. Jeden Moment, sehr viele Momente, so wahrzunehmen, wie sie sind. Die kleinen Veränderungen schon zu spüren. Genau dasselbe passiert eben auch mit dem Geschmack. Passiert auch beim Essen. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo wir etwas essen, in dem Moment, wo wir etwas trinken, es gelingt nicht immer, diese Aufmerksamkeit komplett immer auf dem Essen zu haben. Aber der Versuch ist es. Das daran arbeiten, dass es so wird, ist das Wichtige. Und deswegen fängt bei uns normalerweise jedes Essen damit an, dass es ein Tischgebet gibt. Beim ersten Bissen geloben wir, nichts Böses mehr zu tun. Beim zweiten Bissen geloben wir, nur Gutes zu tun. Beim dritten Bissen geloben wir, alle Wesen zu erretten. So vollenden wir Buddhas Weg. Guten Appetit. Meditation ist ein Instrument, was entweder dazu verhilft, den Zugang zu sich selbst wieder zu bekommen und auch den Geisteszustand zu entwickeln, mehr im Hier und Jetzt zu verbringen. So. Und damit man eben wieder den Zugang zu sich selbst findet, die Antworten in sich selbst findet, dafür muss man erstmal diese Aufmerksamkeit wieder einfangen, die so oft nach außen gedrungen ist. Und dafür, genau um diese Aufmerksamkeit wieder einzufangen, dafür gibt es Methoden und Instrumente, die kennt man unter Meditation. Wieso sollte sich ein Mensch dafür entscheiden, mehr zu üben, im Hier und Jetzt zu leben? Wenn du für die nächsten 50 Jahre sehr, sehr achtsam darauf lebst, was eigentlich jeden Moment sich so verändert in deinem Leben. Wenn du jede Sekunde als unterschiedlich erachtest, jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr und das über 50 Jahre,
glaube ich, hast du innerhalb dieser 50 Jahre extrem viele Eindrücke dieses Lebens gesammelt. Du hast sozusagen von deiner Lebenszeit, die dir gegeben ist, das meiste draus gemacht. Zu leben. Wann kann ich mein Leben bestimmen? Wann kann ich Einfluss auf mein Leben nehmen? Einfluss auf dein Leben nimmst du genau jetzt. Und Sinn und Zweck ist es nicht, hier in unser Kloster zu kommen, sich eine Stunde hier hinzusetzen, zu sagen, jetzt meditiere ich. Und im Gegensatz zu der einen Stunde Ruhe, die man hier hat, hat man draußen 23 Stunden Stress. Ja, dann kann man das Meditieren auch komplett sein lassen. Weil wir eben nicht nur diese eine Stunde Ruhe während der Meditation haben wollen, sondern eigentlich grundsätzlich unser Leben so ruhig verlaufen könnte. Die Frage ist jetzt, wie schafft es jemand, beispielsweise, wenn er gerade etwas, was ihm sehr viel am Herzen liegt, gerade verloren hat? Wie schafft es so eine Person dann trotzdem, sich dadurch nicht runterziehen zu lassen, davon nicht zu stark emotional geprägt zu werden? Und da sehen wir es eben so, dass diese Art von Geisteshaltung lange trainiert werden muss. Schritt für Schritt trainiert werden muss. Ja. Wenn jetzt ein Familienmitglied verstirbt, heute, ist es sehr schwierig zu sagen, ja, denke ich nicht dran, passiert halt. Leben ist halt Leben und Tod. Alles hat zwei Seiten. Ja, das wird einem nichts bringen, sich das einfach so leer daher zu sagen. Aber Schritt für Schritt mit den kleinen Dingen im Leben anzufangen und diese Prinzipien umzusetzen, das kann ein Beginn sein. Zum Beispiel, wenn das Auto fährt, hast du die Freude dran. Ja? Nutzt alles, was das Auto kann, hast Spaß dran. Sind die Dinge aber in deinem Leben auf einmal nicht mehr vorhanden, hat es keinen Einfluss darauf, wie du dich fühlst. Hey! Vor! I! Oh! Dann. So! Go. Ja, es schreckt manchmal sehr viele Leute ab, wenn insbesondere ich davon spreche, dass Schmerz so normal ist im Shaolin-Tempel. Okay. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie jemand lernt, diesen Schmerz kennenzulernen. Wenn wir von Schmerz sprechen, fängt es schon mal an, dass wir zwischen zwei Dingen unterscheiden müssen. Es gibt Leiden und es gibt körperlichen Schmerz. Etwas, was auf dieser Welt für jeden Menschen auf der ganzen Welt identisch ist, ist, dass er körperlichen Schmerz empfindet. Jeder Mensch empfindet körperlichen Schmerz. Die Grenze oder die Schwelle dafür
ist unterschiedlich. Aber jeder empfindet körperlichen Schmerz. Aber Leiden ist etwas, was wir als optional betrachten. Körperlichen Schmerz empfinden wir auch. Je nachdem, ja, irgendwann kommt die Grenze, da haben auch wir körperliche Schmerzen. Aber das Leiden ist weggefallen. Der geistliche, mentale Aspekt zu diesem Schmerz, der fällt weg. Weil das der Teil ist, den wir als optional erachten. Mit welchem Sinn? Mit dem Sinn, Herr über diesen Schmerz zu werden. Was will mir mein Körper, meine Gefühle mit diesem Schmerz jetzt gerade mitteilen? Und das heißt, auch Schmerz führt dazu, dass man anfängt, sich Fragen zu stellen, die man sich vorher einfach nicht gestellt hat. Die wären einem vorher im Leben nie in den Sinn gekommen. Und genau die Antwort auf diese Fragen, die man sich dann stellt, die öffnen Türen, die einen die Welt mit ganz anderen Augen sehen lassen wieder. Und um eben genau diese Erfahrung zu machen, um zu erspüren, was ist der Unterschied zwischen körperlichem Schmerz und Leid? Wo liegt meine körperliche Grenze? Wo liegt meine geistige Grenze? Dafür gibt es verschiedene Methoden. Viele Methoden, die ihren Ursprung aus den Kampfkünsten haben. Entspannt. Einfach stehen. Und es gibt definitiv Elemente innerhalb dieses Trainings, die man so nicht als massentauglich erachten würde. Weil man da sehr, sehr viel Disziplin, sehr viel Durchhaltevermögen und sehr viel Geduld aufbringen muss, bis man überhaupt irgendeine Art Wirkung sieht. Ja, ich finde erstmal so ein Balancepunkt ungefähr. Der eine versucht nicht mehr zu drücken als der andere. Ich finde einfach, dass ihr beide Druck auf der Stirn habt, Druck auf den Kopf habt. Wenn ihr versuchen wollt, macht dasselbe. Irgendwann, wenn ihr im Rhythmus seid, mit Augen offen, Augen schließen. Etwas steigt auf, bis zum höchsten Maß, dann sinkt es wieder runter. Und genau dieser Zyklus ist der Zyklus, den wir hier im Kloster leben. Sowohl als einzelner Tag versuchen wir das umzusetzen, als auch als gesamtes Konstrukt an sich. Alles hat diesen Zyklus. Jeder Moment hat diesen Zyklus. Genauso wie es die Jahreszeiten tun. Vom Sommer kommt erst der Herbst, dann kommt der Winter, wo wieder Einkehr ist. Und das ist ein und dasselbe Prinzip wie alles im Leben hat zwei Seiten. Nur, jetzt bekommt das Ganze ein bisschen mehr Bild. Was bedeutet das? Ja, weil alles hat zwei Seiten ist manchmal schwarz-weiß. Die Welt ist aber nicht schwarz-weiß. Und bei uns heißt es ist nicht das Leben in Extremen, was die Balance bringt. Ja. Weder sich auf dieser Seite zu befinden,
ist aus unserer Sicht der richtige Weg, noch sich hier zu befinden, ist der richtige Weg. Der richtige Weg ist auch nicht, so durch die Mitte zu gehen, wo viele meinen, das wäre der mittlere Weg. Der mittlere Weg ist nicht durch die Mitte gehen. Der mittlere Weg ist der Weg, der dieses Extrem und dieses Extrem hier verbindet. Das ist der mittlere Weg.